Hallo Hamsterfans! Ich wollte euch heute von dem Einzug von unserer kleinen lieben Jasmin erzählen. Hier seht ihr sie in der Pflegestelle. Da bekommt sie nochmal von ihrer Pflegerin so ein paar kleine Kernchen. Gurkenkernchen waren das. Das ist sie schon in unserer Transportbox. Da haben wir ihr so ein richtig schönes Nest gemacht. Die Pflegestelle hat uns noch so eine tolle Rolle mitgegeben, die so mit Blüten und Körnchen so bestückt war. Das ist jetzt schon bei uns daheim und da hat sie sich so ein bisschen verkrochen, wollte erst nicht rauskommen und dann wollte sie nicht auf die Hand, also haben wir sie auf so ein Blatt Papier krabbeln lassen und das hat sie dann auch gemacht und mit dem Blatt Papier haben wir sie in ihr Gehege gesetzt. Dann hat sie ein wenig erkundet. Dann haben wir festgestellt, dass die Treppe wohl ein bisschen zu steil ist und haben die dann auch ein bisschen weniger steil gemacht. Aber sie hatte eigentlich kein wirkliches Problem. Ich glaube, sie war eher ein bisschen irritiert von meiner Handykamera, hat auch immer ein bisschen gelauscht, aber hat sich erstmal alles komplett angeguckt. Also wirklich überall reingeguckt, auch da reingeguckt, wo es dann da runter geht in diesen unterirdischen Tunnel. Da sieht man sie, wie sie so einmal reinspitzt. Und dann hat sie sich verkrümelt. Und dann haben wir sie wirklich ziemlich lang nicht gesehen, beziehungsweise immer nur wie so ein Geist vorbeihuschen sehen für 2, 3 Tage. Aber wir haben Spuren gesehen, Tapsa im Sand. Und das haben wir hier nochmal festgehalten. Und genau. Und dann haben wir auch gesehen, dass sie sich ein Loch gebuddelt hat und es ging ziemlich tief rein. Also sie hat richtig losgelegt. Und dann, so ein paar Tage später, hat mein Mann eben die kleine Jasmin abends mal gesehen, wie sie im Sand saß und hat so ein bisschen gefilmt. Und sie war so ein bisschen irritiert und ist dann diese Treppe hochgegangen. Aus dem Winkel sieht die auch wirklich steil aus, aber eigentlich sind es nur so ein paar Zentimeter. Und ist sie dann oben auf der Treppe irgendwie erstarrt, wahrscheinlich ein bisschen aus Angst und Christoph ist dann weg. Und ich habe sie dann einen Tag später gesehen und da hat sie so ein bisschen rumgeknabbert an dieser Rolle und sie hat auch so generell das Futter, was wir verstreut haben, eingesammelt. Und dann dachte ich, okay, ich mache mal die Scheibe auf und filme ein bisschen. Und sie hat sich nicht so wirklich stören lassen. Sie hat ein bisschen irritiert geguckt und ab und an gelauscht, aber sie hat sich da einfach so ja, hingehockt und hat gegessen und so. Und ich habe da natürlich dran gezoomt und bin jetzt nicht ganz nah an sie ran. Aber sie war relativ gechillt. Und dann habe ich gedacht, ich kann ja mal versuchen, ob sie auf die Hand kommt. Und man sieht, wie sie so ganz langsam angeschlichen kommt und wie sie dann erst so ein paar Körnchen vorne von der Hand so wegnimmt und guckt und schnuppert. Und dann ist sie aber schon relativ bald halt auch auf die Hand drauf. Und ich weiß nicht, ob sie Erdnüsse kennt oder kannte. Sie hat erstmal einen Wurm sich geschnappt, aber hat alles, wie man sieht, relativ schnell auch in die Backentaschen gestopft. Aber sie war sehr emsig und saß auch relativ lang auf meiner Hand. Und im Gegensatz zu Tweety braucht sie gar nicht lange, um so eine Nuss einfach mal so in die Backentasche zu stopfen, obwohl sie so ein kleines, schmales, mausiges Gesicht hat. Und die zweite Nuss hat sie dann später einfach auch gerade noch mal in dieselbe Backentasche gestopft. Und ich habe festgestellt, dass sie ganz lange ja so Krallen hat und dass das auch ganz anders ist als bei Tweety, der eher so ein bisschen pelzigere Füßchen hat. Und ja, da hat sie so eingesammelt und war emsig und hat danach so ein bisschen geguckt, ein bisschen geschnuppert und ist dann wieder runter von meiner Hand. Hat aber dann sofort, als ich dann nochmal weg bin, die Tür zugemacht habe und nochmal hin bin, ist sie sofort wieder gekommen und hat geguckt, ob ich irgendwas für sie habe. Dann habe ich ein bisschen was verstreut, da bei der Korkröhre, dann hat sie ein bisschen eingesammelt und da war ich dann schon recht nah dran mit der Handykamera, also vielleicht so 20 Zentimeter entfernt. Und habe sie dann so ein bisschen gefilmt und sie hat auch immer geguckt, hast du noch was für mich? Und das fand ich total süß. Und dann war sie wirklich schon komplett vollgepackt. Man sieht es, dass sie richtig rund ist im Gesicht und hat trotzdem noch diese ganzen Blüten irgendwie abgemampft. Und da habe ich dann schon gedacht, also wie viel passt in so einen kleinen Hamster rein, weil der Hamster wurde immer runder und runder. Und ich weiß nicht, also da waren auch größere Blüten dabei und eben diese 2 Nüsse. Und dann dachte ich erst, okay, vielleicht kommt sie noch mal her, weil sie mich auch noch mal so angeguckt hat. Aber dann ist sie einfach abgedampft in ihr Haus und ich dachte, sie hätte sich erschrocken. Aber sie kam 5 Minuten später komplett flach wieder raus, hatte alles Futter entladen und hatte dann das Futter, das Christoph ihr einen Abend vorher gegeben hatte, eben auch noch eingesammelt. Das war wo ganz woanders gelegen. Ich wusste davon gar nichts. Die hat es erst so ein bisschen ausgebuddelt und dann hat die das eingesammelt
Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe nichts da momentan, keine Gurke, kein Salatblatt, keine Tomate. Und dann habe ich ein kleines, winziges Stück Bio-Apfel genommen und habe es ihr gegeben. Ich weiß, Hybriden sollen keine Äpfel essen und ich hatte mir auch vorgenommen, ihr wirklich nur so ein paar Hapser zu geben, einfach um ihr Vertrauen zu gewinnen. Und wie man sieht, hat sie ein bisschen was gegessen und ich habe es dann aber auch wieder weggenommen. Also sie ist dann auch weg, das sieht man jetzt gleich. Sie ist dann weg von dem Apfel, hat dann überlegt, okay, reicht irgendwie und ist weg, hat sich umgedreht und ich habe dann den Rest von dem Apfelstück, das wirklich sehr klein war, komplett rausgenommen und werde ihr jetzt auch keinen Apfel mehr geben. Ich werde jetzt einfach Gemüse kaufen. Und da guckt sie so ein bisschen irritiert, hey, was machst du mit meinem Apfel? Aber es war okay. Genau. Und dann hat sie auf einmal angefangen zu buddeln. Ich habe das leider nicht mitgekriegt. Also ich habe es mitgekriegt, gesehen, aber nicht gefilmt. Sie hat dann dieses Toilettenpapier, was hinter ihr liegt, einfach so genommen und in ihr Haus reingetragen. Und ich weiß, dass sie unterm Haus schon voll die Gänge gebuddelt hat und dass sie das da wahrscheinlich alles hinschleppt. Und sie hat dann auch angefangen, da sich unter das Streu zu wühlen und auch geguckt wahrscheinlich, wo sie sich Gänge anlegen kann. Und hier sieht man, dass sie so anfängt, diesen einen Eingang von ihrem Haus, der sie in ihren Bau reinführt, so zuzuschaufeln mit so Streu. Also ich meine, im Prinzip nimmt sie einfach den einen Berg und trägt den so ab und tut den dann so hinter sich. Und ja, am Ende war dann halt alles vor ihrem, also voll. Also das Bild ist schon vorher entstanden und ich wollte mich damit verabschieden. Und bis bald, Hamsterfans. Tschüss.